56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Akt 1. Und damit hallo Leute zu einem neuen Projekt. Ein Spiel, auf das ich mich freue. Sehr sogar freue und jetzt endlich einmal dazu komme, es zu spielen und aufzunehmen. Ich habe mich schon ein kleines bisschen selbst gespoilert, da ich vergessen habe, auf die Aufnahme auch einzuschalten. Tja, passiert ab und an. Aber ich habe nicht allzu weit gespielt, also und auch schon früh gemerkt. Aber egal. Spart mir so ein bisschen das Rumirren hier in dieser Stadt, Dorf, Ich habe schon versucht da reinzukommen, also man kommt in kein Haus rein. Zumindest habe ich nicht geschafft, ob es möglich ist. Keine Ahnung. Wunderschöne Musik, muss ich sagen. Das kann ich mir den ganzen Tag hören. Hey, echt schön. Auch von der Grafik her gefällt mir das Spiel bis jetzt, auch wenn ich es noch ganz kurz gespielt habe, schon sehr, sehr gut. Baut richtig schön Atmosphäre auf. Jetzt könnte ich noch mal kurz eine Theorie überprüfen. Okay. Ich
bin nämlich bei der ersten Aufnahme, bei dem Versuch, besser gesagt, hier entlang gegangen und habe gedacht, dass sich hier irgendetwas bewegt hat, dass hier irgendjemand entlang gegangen ist, aber dem war nicht so. Gut. Jetzt weiß ich's, ja. Oder kam das ja später? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Genau, das habe ich auch noch herausgefunden, dass man mit der rechten Maustaste ranzoomen kann. Die ganze Zeit Schritte. Ja, schon vorhin echt paranoid gemacht. Welche blöden kleinen Bäume, sieht aus, als ob da immer irgendjemand stehen würde. Ja, okay. Also ich kenne den Weg, ich muss lang gehen. Fußspuren. Are you coming to me? Oh Mann. Das ist wirklich beeindruckend. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. So, bisher habe ich gespielt. I am right behind you. Also genau bis dahin habe ich gespielt und dann ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme ja noch nicht gestartet hat. Have you Das ever war alles tried jetzt. to balance Ist blind. humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Okay, Fußspuren. Ich folge den aber vorerst nicht. Auf 1. Okay, gut. Einfach nur so ein kleines Informationsding ist. Aber Moment einmal. Ich bin so auf das Zelt zugegangen. Da war das hier noch nicht. Oder doch? Ich weiß es jetzt echt nicht. Hier diese komischen Steine. Das hätte ich doch gemerkt. Bin ich jetzt an einem ganz anderen Ort. Fragen über Fragen. Am besten mal die Antworten suchen. Ist das ein Zettel? Ja, das ist ein Zettel. I set out the moment I heard about the incident.
I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Okay. Wow. Wow. Wow, was geht hier ab? Was ist denn das? What the? Wow, was war denn das jetzt? Muss ich mir jetzt hier umgucken? Also ich habe eine Karte. Ich will zunächst mal zurück zum Zelt. Ich habe so das Gefühl, dass das Zelt ein Speicherpunkt ist. Hoffe ich mal. Zelt? War doch hier. Da ist es. Oder auch nicht. Verdammt, ich habe gehofft, dass ich da speichern kann. Ich werde so speichern? Nein. Habe ich vorher nicht gelesen? Stand da was von automatischen Checkpoints? Ja gut, ich habe nicht einmal eine Ahnung, wo ich jetzt genau hingehen muss. Ich will auf alle Fälle nicht zurück zu diesen Dingen. Nicht, dass da nochmal was explodiert. Ich jetzt da nach links oder gerade? Ich gehe mal geradeaus. Oh Mann. Folgt mich was? Sieht nicht so danach aus. Hoffen wir, dass mich nichts verfolgt. Was waren das überhaupt für Menschen oder für Aliens? Geister? Keine Ahnung, was das für Dinger waren. Ich gehe da jetzt einfach mal hier durch. Wird schon nichts passieren. Vielleicht muss ich auch einfach nur die Nacht überstehen. Gibt es hier Tag- und Nachtsystem? Ich will mich jetzt nicht umdrehen. Was denn jetzt? Ich gehe hier mal lieber raus. Keine Lust, einen Wolf oder sowas in die Arme zu laufen.
Wow, wow, Spiel. Spiel. Ruhig bleiben. Was ist das? Was bist du? In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zeugen sagten aus, sie hätten eine grell-orangene Kugel gesehen, die mehrere Male über die Stadt zog, chaotische Bewegungen vollführten und schlagartig ihre Flugrichtung änderte. Schließlich war das Spektakel vorüber und die Kugel verschwand. Okay. Okay. Einen kleinen Moment. Ich werde mal ganz kurz das ändern. Mal schauen, ob wie ich das irgendwie wegkriege, dass es aufhört, so ein bisschen zu laggen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Ich habe das Spiel nicht noch einmal neu gestartet, weil ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich Checkpoints hat oder automatisch irgendwo speichert. Ich kann es jetzt echt nicht sagen. Ich will es jetzt aber auch nicht in dieser Aufnahme unbedingt riskieren. Okay, also ich habe hier schon einmal eine Seite gefunden. Wird das mir jetzt auf der Karte vermerkt? Ich warte mal, wo ich hier bin. Ich werde jetzt einfach mal weitergehen. Das Beste hoffen. Gesetzt im Fall, ich komme hier überhaupt durch. Ich geht hier weiter. Scheint mir aber so. Verfolgt? Nö. Links oder rechts? Ich gehe mal den Weg hier. Ich glaube, ich hätte doch den anderen Weg nehmen sollen. Oh Mann, oh Mann. Was ist das? Oh, ich dachte schon, das wäre eine Höhle. Wie weit kann ich hier eigentlich noch entlang gehen? Oh! Hey, hey, wartet! Wartet! Wohin lauft ihr? Was ist das denn für ein Nebel? Ist das gut? Alter, könnt ihr überhaupt reden? Was sind das für Viecher? Das sind doch keine Menschen. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in den Nebel reingehen. Die bleiben stehen. Zum Henker bin ich hier. Was ist das für ein Baum?
ist noch eine Notiz. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed this situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Okay. Aber ich würde sagen, den Baum, den untersuche ich dann beim nächsten Mal etwas genauer. Und wir sehen uns dann wieder in Part 2. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.